Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem deutschen Vlog aus Südkorea. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das, glaube ich, viele von euch beschäftigt. Und zwar, wie lerne ich Koreanisch eigentlich? Online sehe ich viele Fragen. Wo fange ich an? Soll ich mit Apps lernen? Soll ich einen Lehrer suchen? Kann ich vielleicht sogar in Korea Koreanisch lernen? Wie läuft das Ganze ab? Ich erzähle euch meine ganze Geschichte. Mein Weg, Koreanisch zu lernen, ist sehr lang. Ich bin immer noch nicht fließend in Koreanisch, aber zumindest komme ich in Korea im Alltag so halbwegs gut zurecht, glaube ich. Und deswegen möchte ich in diesem Video mit euch meine Reise dazu teilen, wie ich Koreanisch gelernt habe. Fangen wir ganz von vorne an. Die koreanische Sprache habe ich angefangen zu lernen, schon relativ lange her, also es ist schon mehrere Jahre her. Und zwar habe ich damals durch meine Freunde, wie viele von euch wahrscheinlich, angefangen K-Pop zu hören und natürlich wollte man die Texte verstehen, so ein bisschen mehr oder mitsingen können. Häufig hat man ja die Liedtexte auf Koreanisch, aber es gibt natürlich auch die Romanisierung. Also das heißt, die koreanischen Texte, englische Aussprache mit lateinischen Buchstaben niedergeschrieben. Damit habe ich tatsächlich angefangen. Also ich habe einfach die Texte versucht, vielleicht nachzusingen oder auch zu verstehen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es viele Unterschiede gibt. Also wenn ich zum Beispiel ein koreanisches Wort gesehen habe und dann die Romanisierung daneben gesehen habe und dann vielleicht irgendwas mit ähnlichen Buchstaben da war und ich aber gesehen habe, dass die Aussprache anders ist, habe ich mich gefragt, wie kommt das dazu? Oder ich war mir nicht sicher, ob diese Aussprache richtig ist. Ich habe nicht so ganz verstanden, wie diese Romanisierung gelesen wird. Also es hat mich eigentlich mehr verwirrt im Endeffekt und ich habe mich entschlossen, dass es Zeit wird, tatsächlich mal Koreanisch lesen zu lernen. Also das Alphabet zu lernen. Ich habe festgestellt, dass es gar nicht so schwer ist, weil das koreanische Alphabet tatsächlich sehr systematisch ist und es ist wirklich eines der einfachsten der Welt. Also ihr könnt das wirklich, ich sag einfach mal grob, ihr könnt das koreanische Alphabet grob in ein paar Stunden lernen. Natürlich, um das zu verfestigen, damit ihr nicht vergesst, welche Buchstaben wie ausgesprochen werden, wie was gelesen wird, sollte man das wiederholen und dann braucht man vielleicht ein paar Tage, ja, dass das fest im Kopf sitzt und natürlich gibt es noch andere Details. Das ist auf jeden Fall schon mal ein erster großer Schritt, einfach mal das Alphabet zu lernen. Und wie habe ich das gelernt? Also ich habe tatsächlich einfach nur, ich glaube, die erstbeste App im Play Store einfach heruntergeladen. Ich habe das mit 2 Apps, glaube ich, probiert. Das waren keine bekannten Apps. Das waren wirklich einfach irgendwelche, die ich mir da herausgepickt habe. Ich weiß auch die Namen nicht mehr. Ich glaube, die meisten Apps werden euch das Alphabet relativ gut beibringen, glaube ich. Also zumindest die Basics. Und dann werdet ihr einfach die Schreibweise, die Aussprache so ein bisschen lernen, die Basics. Zum Beispiel auch, wie Buchstaben zu Silben zusammengesetzt werden und vielleicht auch sogar die ersten Wörter. Und das ist schon mal ein großer Schritt, um überhaupt damit anzufangen, Koreanisch zu lernen. Das war der Weg, den ich gegangen bin. Also ich habe wirklich einfach mit einer App angefangen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass ich mit dieser App an meine Grenzen stoße, weil es gibt manchmal Buchstaben, die in verschiedenen Situationen anders ausgesprochen werden. Und ich habe nicht verstanden, warum das so ist und wie das kommt und unter welchen Bedingungen das kommt. Ich hatte halt immer mehr und mehr Fragen dazu und dann habe ich gemerkt, okay, die App bringt mich jetzt nicht mehr weiter. Ich brauche wirklich jemanden, der mir das erklärt, weil häufig erklären das die Apps gar nicht. Dann habe ich mich entschieden, es wird Zeit, endlich mal richtigen Unterricht zu haben. Und dann habe ich mich bei der Volkshochschule bei mir in der Nähe angemeldet. Ich hatte eine Koreanerin als Lehrerin, also eine Muttersprachlerin, die hat aber den Unterricht auf Deutsch gemacht. Sie hat auch die Sachen ganz gut erklärt. Der Kurs war auch nicht teuer. Ich glaube, ich hatte schon Glück, weil unsere Lehrerin hat echt viel erklärt und erzählt und ja, ich habe auch nochmal das Alphabet und alles nochmal wiederholt, aber es hat sich auch irgendwo gelohnt. Das heißt, wenn ihr direkt zum Unterricht springen wollt, dann könnt ihr einfach direkt mit dem Unterricht anfangen. Da fangen
die Leute bei dem Kurs A1 auch erstmal mit Alphabet an. Es war gut, um das alles nochmal in meinem Kopf zu wiederholen und zu verfestigen. Meiner Meinung nach hat sich das definitiv gelohnt, wirklich das mit einem Lehrer auseinanderzunehmen, das Ganze, der das vielleicht auch mal so ein bisschen auf Deutsch erklärt. Leider musste ich den Kurs bei A1-2 leider aufhören, wegen meines Jobs, weil ich es zeitlich nicht mehr geschafft habe, dahin zu gehen. Dann habe ich, glaube ich, Koreanisch so für etwa ein Jahr lang nicht mehr gelernt, bis ich dann wieder Lust und Zeit hatte und wieder ein bisschen, mehr Zeit da rein investieren wollte. Und dann habe ich mir gedacht, versuche ich es mal alleine, weil ich ja schon so ein bisschen Basiskenntnisse hatte und dann mal gucken, wie es geht. Also wollte ich wissen, gibt es irgendwelche Bücher, mit denen ich lernen kann? Weil ich muss sagen, das Buch, was wir in der Volkshochschule holen sollten, hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht und mich nicht so viel motiviert, weiterzulernen. Also irgendwie war das so ein bisschen, langweilig gestaltet. Also wollte ich ein anderes Buch haben. Also habe ich so ein bisschen recherchiert und geguckt, was gibt es da überhaupt. Ich habe gemerkt, dass Koreanisch-Lernbücher sehr teuer sind, leider. Im Endeffekt bin ich bei diesem Buch hängen geblieben. Also ich glaube, sehr, sehr viele Leute empfehlen das und das ist auch ziemlich gut. Koreanische Grammatik im Gebrauch. Ich muss aber sagen, das steht aber im Buch auch so drin, das ist kein Buch, mit dem man anfangen sollte, Koreanisch zu lernen. Also das ist ein Buch, wo ihr schon Grundkenntnisse haben solltet. Und zwar nicht nur Lesekenntnisse, sondern auch vielleicht auch ein bisschen Grammatikkenntnisse schon, damit ihr wisst, wie so ein Satz aufgebaut ist. Weil hier wird wirklich nur Grammatik beigebracht, sehr, sehr kurz und knapp. Und auch im Vorwort steht, dass dieses Buch eigentlich als zusätzliches Buch für Studenten gedacht ist, die Koreanisch lernen. Das heißt, es ist kein Hauptlernbuch, es ist ein Begleitlehrbuch. Es wird halt alles relativ kurz erklärt, also meistens so auf 2, 3 Seiten. Das ist wirklich nichts, wo ihr das gut üben könnt. Es ist wirklich gut, um vielleicht eine Grammatik schnell zu verstehen. Ich würde sagen, es ist nicht ausreichend als alleiniges Lehrmaterial. So, und mit diesem Buch habe ich glaube, ich habe nur das halbe Buch durchgearbeitet. Ja, so 160 Seiten von 340 oder so. Bisschen weniger als die Hälfte habe ich geschafft, selber durchzuarbeiten, was mir echt viel gebracht hat. Aber wie gesagt, man hat halt relativ viel wieder vergessen, weil ich halt keine anderen Übungsmaterialien hatte. Mein nächster Schritt war es tatsächlich, in Korea einen Intensivkurs zu belegen an einer Uni. Das heißt, es gibt in Korea viele Unis, die Koreanisch-Sprachkurse anbieten. Normalerweise sind sie für Leute ausgerichtet, die in Korea studieren möchten, aber im Grunde genommen kann jeder daran teilnehmen. Ihr könnt euch dort einfach bewerben. Also ihr sucht euch eine Uni aus oder vielleicht auch mehrere Unis und dann schaut euch die Sachen an. Falls ihr wissen wollt, wie so eine Bewerbung abläuft, wie der ganze Prozess ist, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich das in einem neuen Video erzählen, zeigen, erklären. Also ich habe ein Jahr lang in Korea Koreanischkurse gemacht und zwar angefangen mit Stufe 1. Ja, ich habe wieder nochmal neu angefangen, was ich nicht bereut habe, weil auch mit Vorkenntnissen lernt man extrem viel, auch in Stufe 1 bis Stufe 4. Jeder Kurs dauert je nach Uni etwa 10 bis 12 Wochen und pro Kurs lernt ihr eine Stufe. Das heißt, wenn ihr von Anfang an anfangt, lernt ihr im ersten Kurs, was bei uns A1 ist. Ihr könnt auch mit komplett Nullkenntnissen dort einen Kurs belegen. Ihr müsst nicht vorher irgendwas wissen, aber ich würde euch raten, trotzdem euch vielleicht ein bisschen vorzubereiten, weil das sind halt Intensivkurse. In der kurzen Zeit eine ganze Stufe Koreanisch zu lernen, ist echt lernintensiv. Es wird sehr viel in sehr kurzer Zeit reingequetscht. Ihr müsst sehr viel lernen in dieser Zeit. Meine Uni, ich habe an der Chungnam National University Koreanisch gelernt und wir haben mit den Seoul-Büchern gelernt, ja, also Seoulde, also mit der SNU-Büchern gelernt. Viele Leute finden sie nicht gut. Ich finde sie sehr gut. Man muss einfach wissen, wie das Buch aufgebaut ist, um damit
effektiv lernen zu können. Und wenn man es weiß, ist das echt gut. Falls ihr Tipps dazu haben wollt, kann ich das mal in einem anderen Video durchgehen. Wenn ihr wirklich Koreanisch lernen wollt, kann ich euch diesen Kurs definitiv empfehlen hier in Korea. Für mich war das wichtig, dass ich auch wirklich was mitnehme, und um was mitzunehmen, muss man natürlich auch selber sich hinsetzen und wirklich auch lernen und Zeit da rein investieren. Ich hatte trotzdem noch Zeit, irgendwie rauszugehen, mir Sachen anzugucken hier in Korea, Spaß zu haben, Freunde zu treffen. Für mich war das immer noch okay. Und jetzt habe ich seit einem Jahr nicht mehr aktiv Koreanisch gelernt. Ich bin zwar in dieser ganzen koreanischen Umgebung und ich lese immer sehr viele Schilder. Die Leute sprechen nicht wirklich Englisch. Das ist auf jeden Fall ausreichend, um im Alltag klarzukommen. Ich merke, dass ich viele Sachen aber trotzdem vergessen habe. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mein Koreanisch mal wieder vielleicht aktiver wieder lerne. Vielleicht mal wieder die Lehrbücher in die Hand nehme. Wenigstens irgendwie einmal die Woche oder sowas. Meinen Wortschatz auffülle. Mal gucken, wie meine Reise weitergeht. Ich hoffe, ich kann mich noch ein bisschen mehr verbessern. Falls ihr Fragen zu meinem Weg, wie ich Koreanisch gelernt habe, habt, zu den Büchern, Lehrmaterialien, zu der Anmeldung, zu dem Kurs, Bewerbung, generell zu den Kursen in Deutschland oder in Korea, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich versuche alles zu beantworten. Vielleicht mache ich ein neues Video dazu. Ansonsten vergesst nicht, ein Like da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!